Hannes, Underdogs. Ja, einer der bekanntesten Läden, was Fisch angeht in Hamburg. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi. Genau. Ich bin Hannes, ich mache hier die Leitung vom Underdogs. Und wir konzentrieren uns hauptsächlich darauf, das Fischbrötchen neu zu interpretieren. Bei uns heißt es Fischbrötchen in heftig und ich schwöre dir, dass du nie wieder ein besseres Fischbrötchen in deinem Leben essen wirst als bei uns. Okay. Okay. Genau. Ganz kurz zur Entstehung, zur Geschichte. Underdogs gibt es den Laden jetzt seit 2018. 2021 haben wir unseren zweiten Standort an den Landungsbrücken aufgemacht. Und jetzt kürzlich, gerade in den letzten Wochen, haben wir den dritten Standort aufgemacht. Und zwar im Hamburger Hanseviertel, das ist direkt in der Innenstadt. Und haben damit 3 Standorte in Hamburg für euch am Start. Und hoffentlich geht es in den nächsten paar Monaten, paar Jahren noch weiter. Also jetzt gibt es 3 Läden in Hamburg. Genau, wir haben 3 Läden, haben nebenbei noch einen Foodtruck, mit dem wir Festivals bespielen. Wir waren jetzt gerade auf dem Hurricane, auf dem Deichbrand-Festival, riesig groß. Genau. Und natürlich könnt ihr den auch für private Events, für Firmen-Events könnt ihr den auch mieten. Schreibt uns einfach eine Mail. Der ist, glaube ich, öfters auf der Schanze hier zu sehen. Genau, der steht immer hier, Schulterblatt irgendwo rum. Genau, Genau. Der Gedanke hinter Underdogs ist im Grunde genommen, dass die 2 Gründer haben sich den Streetfood-Markt in Deutschland angeschaut und haben gesehen, okay, pass auf, der ist voll überladen. Döner, Pizza, Burger gibt es in jeglicher Variation an jeder Ecke. Aber was ist mit dem deutschen Streetfood? Also was ist mit dem Fischbrötchen, was ja wenigstens eine ganze deutsche Region, nämlich den Norden Deutschlands, repräsentiert? Das wurde vernachlässigt. Und da kam der Gedanke bei den Jungs, okay, pass auf, können wir nicht das Fischbrötchen auch geiler machen? Können wir es nicht neu machen? Und daraus ist Underdogs entstanden, nämlich weg von dem Fischbrötchen zu gehen, was eben stundenlang vorne schon in der Auslage liegt, mit einer kalten Semmel, mit Fertigmayonnaisen, hin zu unserem Produkt, was wir eben frisch auf Nachfrage mit dem Kunden machen, frische regionale Zutaten, zertifizierten Fisch, wir machen alle Soßen, alle Marinaden, alle Panaden, machen wir alles komplett selber bei uns. Genau, ich hoffe, du probierst es gleich und dabei entsteht dann das heftigste Fischbrötchen, was du je gegessen hast. Das hier ist der erste Standort, 2018 eröffnet. Und Underdogs ist eben auch ganz stark verbunden mit St. Pauli, mit Hamburg. Das heißt, wir versuchen immer so einen urbanen Flair mit reinzubringen. Das wirst du gleich sehen. Wir haben einen echten Hafencontainer bei uns im Laden hier stehen. An den Landungsbrücken dasselbe. Da haben wir einen Hafencontainer an der Ladenfront. Und auch im Hanseviertel kannst du diesen Hafen-Style, diesen Container wiederfinden. Wir sagen immer, du kannst bei dem Container noch das Salz vom Meerwasser schmecken, wenn du ihn ableckst, weil es ist eben wirklich ein echter Hafencontainer, den wir umgebaut haben und dann hier praktisch in den Laden reingesetzt haben. Der, glaube ich, hier gleich rechts steht, oder? Genau, wenn du reinkommst, direkt auf der rechten Seite. Genau. Richtig. Genau. Wie ist das angefangen? Also ich sag mal, der Grundgedanke, der war schon von Anfang an so, wie es jetzt aussieht. Aber natürlich kam von Jahr zu Jahr kamen eben neue Variationen dazu, neuer Fisch dazu. An dem Brötchen wurde gearbeitet. Das Brötchen ist bei uns eben ein ganz besonderer Bestandteil des Fischbrötchens, weil es eben bei einem regionalen Bäcker in Hamburg nur für uns angefertigt wird. Das heißt, das findest du auch nur bei uns, wirst du sonst nirgends bekommen. Es ist eine Art Brioche-Brötchen mit Sesam oben drüber und das braten wir von beiden Seiten immer noch mal mit Butter schön an, damit es richtig schön knusprig von der Seite wird und innen ist es aber super fluffig dann. Also es kommen auch tatsächlich Gäste zu uns, die nur Brötchen kaufen wollen und die dann zu Hause irgendwie selber essen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von unserem Produkt. Ja. Und natürlich auch alles frisch, also fangfrisch, also Fisch, ja? Genau, also unseren Fisch holen wir, wird täglich frisch geliefert von der Deutschen See. Das ist ein Hamburger oder ein Bremer Unternehmen mit Standort in Hamburg. Und da ist eben, wir legen großen Wert darauf, dass wir nur gesunden Fisch bekommen, keine kaputten Tiere. Das spiegelt sich natürlich auch im Preis wider, den wir bezahlen, aber das ist eben bei uns enorm wichtig. Dasselbe mit Gemüse. Wir haben einen regionalen Gemüsehändler aus Hamburg. Das heißt, jeden Morgen kommt bei uns tatsächlich in allen 3 Standorten frische Gemüselieferung. Das heißt, wir benutzen hier keine Tiefkühlkost oder ähnliches, sondern schnibbeln immer alles selber bei uns im Laden. Also Frischware alles. Genau, richtig. Ja, dann würde ich sagen, komm mal mit in die Küche. Ich zeig dir ein paar Sachen. Danke schön. Und dann probierst du dich ein bisschen durch. Danke. Was ist jetzt hier zubereitet? Das ist Lobster. Lobster? Ja. Schale.
Vielleicht haben wir so schwarze Handschellen. Ja, kriegen wir. Tacos. Ja, Tacos. Einmal crispy, Lachs, Seashell, Dirty. Und das ist Softshell. Und jetzt hier gleich? Das ist vorbereitet, das war ein Lachsroll. Lachsroll, ja? Lachsroll, ja, aber diesmal so Fresh Lachs. Das mit Wasabi, Gurke und Fresh Lime Sauce. Hier Soße, Salat, das hier so Black Tiger, ne? Ich sag mal so, Ah. geile Black Tiger. Das sieht so aus. Bauch. Und Hier ist Black Tiger. das ist die Black Tiger Roll. Hier ist mein Bruder, gibt die Sauce. Das ist so Wasabi-Gurke. Ein bisschen Salat. Dann nehme ich mir Fresh Lime. Dirty Fry. Dirty Fry machen wir so Zwiebel. Durchgefrei? Ja, Dirty Fry. So, Zwiebel. Ein bisschen Dill. Jalapenos. Warten lassen. Und zurück. Überbacken mit Käse. Mit Käse überbacken. Durchgefrei. Ja, Was ist das jetzt? Dirty Fry. Mag ich dir Crayfish Roll. Ein bisschen Ananas dazu.
Was ist passiert? Das hier ist Crayfish Roll. Maracuja dafür. Petersilie. Also ein Black Tiger Roll Dirty. Ich zeigte, wie wir das auch machen. Das sind ja riesen Garnelen, oder? Garnelen, ja. Ah, die sind riesig. Riesig. Ja, riesig. Ja, das kommt das zweite Seite. Okay. Backfisch enthält so Remoulade, selbst gemacht. Machen wir selber alles. Ein bisschen Zwiebel. Und so 2 Stück Gurke. Dann kommt das so Kohle dazu. Aber hast du geteilt, ne? Ja, teilen, ne? Hast du nicht. Okay. Jetzt wieder mit ein bisschen Zwiebel. Messer ist nicht hier. Dann riecht das dann so. Voilà. Crispy Tiger. Das panieren wir, dann mixen wir das. Ah, also wird paniert und dann Ja, also so paniert. hier jeden Morgen vor Ort, ja, vor Ort. Ah, ja, jeden Morgen vor Ort, ja, vorbereiten wir das alles. Okay. Alles. Alles ist immer frisch. Okay. Jeden Tag. Und die ganzen Soßen, was ist das hier für? Das ist Maracuja. Hä? Maracuja. Maracuja. Ja, das ist Maracuja-Soße. Welche gibt es noch? Das Barbecue Barbecue. machen wir auch selbst. Das ist Trüffelmayo, Oh. machen wir auch selbst. Trüffelmayo vegan? Nein. Nein, Nein. nicht Okay. vegan, ja. Das Freshline Okay. machen wir auch selbst. Unsere vegane Soße machen wir auch selbst. Das gelbe hier, das ist Garlic. Ja. Das machen wir auch selbst. Knoblauch, ja. ja. Knoblauch, ja, Ja. genau, das Knoblauch. Ja. Das Sweet Chili Ja. machen wir auch selbst. Bei Black Tiger. Aber Kunde kann auch klar sagen, ich will was anderes und dann nimmt er das auch. Also man kann sagen auch mit anderen Soßen? Andere Soße, ja. Okay. Ist so ein Geschmack. Okay. Aber muss man natürlich vorher probieren. Ja, man muss vorher probieren, ja. Das stimmt. Aber am besten mit Am besten mit Maracuja-Soße. Maracuja-Soße. Ja. Chili Mayo. Ja. Ist das alles ein bisschen scharf oder? Das ist so ein bisschen spicy, Chili Mayo mehr. Okay. Lachs? Ja, das ist so unser Lachs. So, das ist tauschen. Und wir werden die Brötchen, werden die mit Butter geschmiert oder? Ja, da wird mit Butter geschnitten. Mit Butter? Ja, mit Butter. Also ja, von der Seite immer, ja? Ein bisschen? Ja, von der Seite immer, ja.
Ohne Zwiebeln oder Essen? Das ist einfach warm. Kannst du? Das ist nur dort, nur einfach mit Käse. Einfach Käse. Sie sind was, 2 Käsesocken oder? Nee, nur eine jetzt. Eine Käsesocke? Ja, aber danach machen wir noch eine so eine Stelle. Ein bisschen, aber das bekommt ihr nicht hier. Dann ist dann so. Was dann? Maroya! Crispy taco. Crispy taco bekommt Avocado-Salat. Hab ich. Vielleicht schauen wir einfach mal kurz zusammen ein bisschen rein. Erste Seite natürlich unsere Fischbrötchen 2.0. Bei uns heißen die Rolls. Das ist sozusagen die erste Seite. Da haben wir jetzt verschiedenste Variationen. Das, was du auf jeden Fall zum ersten Mal, wenn du das erste Mal bei uns bist, essen musst, ist die Black Tiger Roll. Das ist sozusagen unser bestes Stück. Und wenn es nach mir geht, noch mit dem Dirty Upgrade, da ist noch extra Käse drüber, extra Zwiebeln, extra Jalapenos. Das heißt, Black Tiger Roll Dirty Upgrade ist sozusagen das Ding, was du auf jeden Fall einmal gegessen haben musst. Genau, und wenn du dann Profi werden willst bei uns und ein paar Mal öfter hier bist, dann kannst du dich natürlich ein bisschen durchprobieren. Beispielsweise haben wir 2 verschiedene Lachs-Rolls, die machen wir einmal mit Barbecue und Avocado. Einmal machen wir mit Wasabi und einer Limettenmayonnaise. Dann ganz klassisch Backfisch haben wir. Dann machen wir panierte Garnelen, Flusskrebs und noch 3 vegetarische Varianten. Das heißt, wir haben auch vegane Fischstäbchen und vegane Garnelen in 2 verschiedenen Variationen. Da das Brötchen aber mit Butter angebraten wird, ist das nicht mehr vegan, sondern nur vegetarisch. Genau. Und dann hier natürlich ganz groß kommen auch etliche Gäste nur deswegen jetzt zu uns, die Lobster Roll. Da haben wir wirklich 100 Gramm frisches Lobsterfleisch, also praktisch das gesamte Fleisch aus einem ganzen Hummer. Das rechtfertigt auch den Preis von 34,90 bei uns, weil du eben wirklich praktisch einen ganzen Hummer in deinem Brötchen hast. Wenn wir ein bisschen weitergehen, dann haben wir auf der nächsten Seite unsere Fish and Chips und Burger Variation. Fish and Chips ganz klassisch ist Crunchy Backfish und Chips mit unserer hausgemachten Remoulade an der Seite und hausgemachten Panade. Dann hier tatsächlich 2 vegane Varianten, vegane Fischstäbchen und vegane Garnelen mit unserer hausgemachten veganen Remoulade. Und ganz unten haben wir noch ein Produkt, Dirty Tiger Fries. Da hast du praktisch unsere Chips, dann hast du marinierte Garnelen, die Black Tiger Garnelen, dann hast du Jalapenos, Käse, Zwiebeln, das Ganze sozusagen in einem Gericht. Genau. Dann haben wir 3 verschiedene Burger-Variationen. Wir haben einmal ganz klassisch den Backfischburger. Dann haben wir den Seashell Burger, den haben wir neu bei uns im Sortiment. Das ist mit gegrilltem Miesmuschelfleisch und Cheddar Mozzarella Mischung. Und dann haben wir ganz unten auch derbe geil, einer meiner Favoriten, Softshell Burger. Das ist eine ganze Softshell-Krabbe, die panieren wir auch mit unserer hausgemachten Panade. Kommt dann einmal kurz in die Fritteuse und dann hast du praktisch eine ganze Softshell-Krabbe, die kannst du mit Kopf, mit Bein, mit was auch immer, kannst du ganz essen und die kommt sozusagen komplett ganz auf deinen Burger. Hört sich lecker an. Hört sich geil an. Ich würde sagen, ich mache dir gleich mal eine bunte Mischung aus allem und dann kannst du dir alles mal so ein bisschen anschauen. Oh, danke. Und letzte Seite haben wir noch Tacos in ähnlichen Variationen wie unsere Rolls. Und dann haben wir noch für die Leute, die es ein bisschen gesünder mögen, haben wir hier oben noch unsere Bowls mit Lachs, mit Black Tiger Garnelen oder auch wieder mit veganen Fischstäbchen. Noch ein paar Sides, ein paar Soßen und 2 Desserts.
deutsche Imbuskultur, Fastfood-Kultur, Streetfood-Kultur. Ja, das German, Ganze. German Food. Ja. Also ich finde den Vergleich immer ganz gut, dass zum Beispiel ja starke Burgerläden, die wir jetzt wirklich überall finden in Deutschland, beispielsweise hier in Hamburg mein Favorite Dulfs Burger, super geiler Laden, die haben es ja sozusagen auch im Grunde genommen nicht das Rad neu erfunden, sondern haben eben gedacht, okay, pass auf, warum kann nicht ein Produkt, was so erfolgreich ist wie der Burger, ich nenne immer den klassischen Cheeseburger von McDonald's, weil jeder von uns den schon einmal gegessen hat im Leben, warum können wir den nicht auch geiler machen? In fetter, in heftiger, was nicht den Cheeseburger von McDonald's sozusagen ersetzen soll, sondern was ihn ergänzen soll. Und dasselbe haben sich die Jungs vor ein paar Jährchen mit den Fischbrötchen gedacht. Warum soll eben das Fischbrötchen da bleiben, wo es ist? Warum darf das nicht weiterentwickelt werden? Warum soll das vernachlässigt werden? Und genau, daraus ist eben Underdogs entstanden. Und genau das ist, worauf die Gäste oder unsere Gäste auch Bock haben. Eben was Neues auszuprobieren, was sie noch nicht kennen. Was sie nicht irgendwie auch im Ausland probieren können, sondern was es eben nur hier in Hamburg aktuell bei uns gibt. Genau, und das funktioniert glücklicherweise. Ich mach noch ein Stückchen drauflegen. Oder mehr noch. Keine Pommes. Jetzt kannst du es Und jetzt? Crispy. Hä? Das ist Crispy Tiger. Crispy Tiger. Ja. Crispy Roll. Das paniert. Ja, wird so alles so komplett paniert, schon alles vorbereitet. Und dann los. Danke dir. Ah, sehr nice. Very, very tasty, tasty. Das ist Backfisch. Das Hä? ist Backfisch. Backfisch Ja. und dann morgens? Und morgens wird das auch so paniert. Also mit Backteig erst. Mit Backteig, dann Okay. Also erstmal. Genau, also das ist unser Backteig, den machen wir selber, den tun wir mit Wasser verdünnen. Dann tun wir den Fisch da rein. Danach nehmen wir Chips, die tun wir zerkleinern und ja, tun die dann da drin. was? Bier? Ja. Nein. Frag Jack, willst du trinken? Ich muss gucken, wie es ist. Draußen. Draußen, genau, ja. Okay. Zitronen habe ich gemacht. Echt? Wo? Bist du blind oder so? Ich hab nicht gesehen. Mit Trauben? Hä? Das ist Crayfish Roll. Du brauchst die Schublade noch zu öffnen. Aber nicht gesehen, deswegen.
Ja, das ist Mr. Crab. Mr. Crab? Ja. Okay. Crab Taco? Oder? Ja, Crab Taco. Ja. Das Backfisch, ne? So, Remoulade. Wieder. Salat. Ein bisschen Salat. Ein bisschen Zwiebel. Ein bisschen Gurke. Ja, zwei Stück so Gurke. Dann warten wir. Okay. Definitiv Backfischburger. Das ist so Kohlslauf. Was ist das? Kohlslauf. Kohlslauf-Salat. Das machen wir selber. Was ist das? Crispy Burger? Das ist Backfischburger. Und dann mit Chips, oder? Ja, jetzt mag ich dir so Stäbchen Chips. Stäbchen Chips. Das ist ja unsere vegane Variante, was wir haben. Ah, okay. Ja. Und vegan? Ja. Nicht vegan. Ja. Leute, die wollen mixen. Ah? Die wollen ein bisschen mixen. Auch vegane Soße noch dazu. Zitrone. Eigentlich eine so, aber heute sind klein. Wenn man macht zwei. Ich glaube, das wird nicht schön. Ja. Ich glaube, das ist so. Ah, jetzt wird das. Genau. Oh, Jackie, hast du das Tor von Mbappé gesehen? Mbappé? Mbappé? Mbappé.